Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy X. Dritter Part. Wir sind das letzte Mal, haben wir das Intro abgeschlossen. Sind in Besaid am Strand angespült worden, nachdem Sin das Schiff mit Riku und uns angegriffen hat. Waka hat uns aufgesammelt. Ja, und jetzt sind wir in Besaid, sollen das Dorf erforschen und dann mit der Bürgerwehr sprechen bzw. in den Tempel gehen. Die Bürgerwehr sind diese beiden Experten hier. Hey, you! You were attacked by Sin, right? I think so. So, Sin can't be far, right? You're not hiding anything, are you? Why would I? If Sin's nearby, it'll attack the island for sure. But it hasn't. I wonder why. I'm sorry. I really don't know anything. To tell the truth, I don't even know what the Crusaders are. You're kidding, right? Sin, the toxin. Gotta tell him who we are. Yes, sir! The Crusaders are sworn to battle Sin. We have chapter about Spira, accepting all who wish to join our struggle. The hero Mihen formed the Crusaders 800 years ago as the Crimson Blades. Later, our ranks grew and we called ourselves the Crusaders. We've been fighting Sin ever since. What? You've been fighting 800 years and you still haven't beat it? Well, we've steered Sin away from towns many times. And that's all we can do. Our mission as Crusaders... So, then whose job is it to... Is Sin's toxin real? It does seem rather bad. We could just tell you, but I think... Go pray at the temple. Perhaps... Okay, also Sin kann über sehr viele Jahre nicht besiegt werden. Auch wenn man gegen kämpfen kann, seine Marschroute verändern, wie er besiegt werden kann, das finden wir noch heraus. Jetzt sollen wir in den Tempel gehen. Dann wollen wir uns mal ein paar neue Charaktere holen. It was then, standing in that place. I began to realize how different this world was from my own. Wir sind im Tempel, also es gibt immer noch sehr viele Spielunterbrechungen durch irgendwelche Cutscenes. Deswegen, also manche bezeichnen nur den Teil in dem alten Senna-Kent, also bis wir dann von Sin und Auron aufgesungen wurden als eigentliches Intro. Für mich endet das Intro, wenn ich in Besaid am Strand angespielt werde. Für manche endet das richtige Intro erst, wenn man in Luca das Blitzballturnier geschafft hat, um dann wirklich sich frei bewegen zu können, dann läuft man auf dem Kontinent weiter. Und dann hat man auch wirklich viel Freiheit, um sich zu bewegen. Jetzt wird einmal eigentlich sehr oft durch Cutscenes unterbrochen. Ten years have passed since Lord Braska became High Summoner. And finally, we receive a statue for our temple. Oh, what's a High Summoner? I got too close to Sin's, toxin. Man zieht das nicht mehr als Ausrede. Das scheint wohl hier universal zu gelten. It was funny hearing myself make the same excuse over and over. Sag das selber. Funny and a little sad. The summoners
are practitioners of a sacred art, sworn to protect the people of Yevon. Only a chosen few become summoners, who call forth entities of great power, the Aeons. The Aeons hear our prayers and come down to us. They are the blessing of Yevon. So what he meant was that we should respect some kind of great men, or something like that, I figured. Gucken, ob hier noch irgendwas zu finden ist im Tempel. Ich glaube aber nicht. Also abgesehen davon, dass wir hier dann noch später die erste Prüfung machen. Also manche Prüfungen habe ich noch im Kopf, wie sie gehen. Auch mit den, aber wie man jetzt genau diese geheimen Gegenstände kriegt, um am Ende Anima zu bekommen, das weiß ich jetzt nicht mehr bei jedem. Also in The Well läuft man ja darüber dann, ohne dass man dem ausweichen kann, weil man in den Tempel später nicht mehr rein kann. Bei allen anderen ist das ein bisschen tricky. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, das müssen wir wieder zu Waka. Der hat ja gemeint beim letzten Mal, wir sollen in den Tempel gehen. So, ist das nicht der Hund? Ich glaube, das ist... Also irgendeinen Hund kriegen wir dann für Valsaris, den Solaris-Strahl. Und das letzte Mal habe ich von Lunaris-Waffen gesprochen. Das sind natürlich Solaris-Waffen, diese Superwaffen für die Charaktere. Könnte man natürlich meinen, ist eigentlich kein Unterschied, aber zwischen Solar und Lunar, also irgendeine Abwandlung von Sonne und irgendeine Abwandlung von Mond, ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Sorry, man. No. Take a nap. Let's go to bed. You could at least go You can't interfere. but it's been nearly. It's been nearly... Perhaps you could go look for us. People are searching for him now. Thank you. Who cares whether he comes back or not? But he might die. Fine, let him. Do you hate him so? But if he dies, you'll never be able to tell him how much you hate him. Das ist wahr. Tito ist ganz schön erblondet über die Jahre. Hier hat er noch dunkelbraune Haare, jetzt hat er blonde Haare. Waka? Ich glaube, jetzt dürfen wir das erste Mal die Hallen der Prüfung durchleben. Noch die vermeintlich leichteste, die Bürgerwehr ist gar nicht mehr da. Okay. Ich muss mir erst dran gewöhnen, dass hier Kreis im Abbrechen ist, Dreieck ist Menü. Ja, X ist normales Tasten. Es
gibt andere Spiele, da ist Kreis bestätigen, X abbrechen oder Viereck ist abbrechen. Ja, Viereck ist Menü, mal ist Dreieck abbrechen. Jedes Spiel hat da so ein bisschen seine Eigenheiten. Und wie jede Steuerung ergibt sich. Also man kann nicht sagen, das eine ist sinnlos, das andere ist sinnlos, sondern es hat eigentlich alles seinen Sinn. Is something wrong? The summoner hasn't returned. Eh? Well, apprentice summoner, really. Huh? There's a room in there called the Cloister of Trials. Beyond is where the apprentice summoner prays. If the prayer is heard, the apprentice becomes a fully fledged summoner. Remember? So someone is in there somewhere and they haven't come back out. Right, I got it. A day's already gone by. Is it particularly dangerous in there? Sometimes, yes. Why don't you go in and help? There's already guardians in there. Besides, it's forbidden. Hey, but what if something happens? What if the summoner dies? The precepts must be obeyed. Like I care. Maybe this wasn't such a good idea. Lieber lassen sie jemanden umkommen, Hauptsache die halten sich an ihre mitunter nicht unbedingt sinnvollen Leitsätze. Die sind vorgegeben und die Leute halten sich dran. Ja, das kann man auf einige Dinge im echten Leben anwenden. Jetzt gehen wir hier weiter. Hallen der Prüfung. Jener, der nach mystischen Kräften sucht, wird in Hallen der Prüfung examiniert. Wenn der rechte Weg gefunden wird, jeder in die Kammer der Astra geführt. Versuche mit X jene Stellen, die den Weg offenbaren. Das sind nämlich an die Teleporter, die wir später noch sehen werden. Don't touch it. Es gibt den Besaid, also den jeweiligen Spheroiden des Tempels. Hier ist Besaid. Fraktura öffnet mir dann den Weg zum Sonderschatz und Insignia ist so der... Ist Schneider drinne? Ich sehe es gerade gar nicht. Hat er sich jetzt eingenommen? Ich habe gar nicht gesehen, ob da schon einer drin war oder ob das keiner war. Und doch, da ist einer. Hier kommt jetzt mal schon eine Schwierigkeit, die habe ich am Anfang fast immer falsch gemacht. Und deswegen kommt man nicht weiter. Man kann nämlich den Spheroiden wieder nehmen. Wenn man das nicht weiß, kann man hier schon mal eine Weile hängen bleiben. Kamera kann ich immer noch nicht drehen. Ist der Spheroid weg. Den holen wir später. Das Gute ist, dass hier keine Kämpfe kommen. Ich glaube, es gibt gar keine Tempel, wo man später Angst haben muss, dass Kämpfe kommen. Weil das wäre so nervig, wenn man hier rumrennt und dann muss man auch noch kämpfen, mal in Wäldern mit dem Altar diese Eisenbahnstrecke fahren. Das ist auch...
Oben Quelle abgeknapst. So, hier. Ja, mit Altaren werden wir auch noch viel Spaß haben. Ja, man merkt, es ist alles nicht so besonders schwer. Wir holen uns jetzt gleich den besonderen Gegenstand. Also es gibt hier in jedem Tempel so einen Bonusgegenstand. Wenn man sich alle davon geholt hat, kriegt man am Ende eine besondere Bestie. In meiner Meinung die stärkste Bestie. Wenn man von dem ultimativen Todeffekt Sanmatu von Jujinbu abzieht, der jeden automatisch besiegt. Aber erstens teuer ist und zweitens nicht unbedingt 100% zuverlässig. Jetzt haben wir hier alles abgegrast. Nein, den wollten wir nicht nehmen. Eigentlich wollte ich nur das Ding verschieben. Sieht eine Einkerbung, genau, jetzt schieben wir hier rein. Erstes Rätsel gelöst. It's gotten into you. Hey, it's okay. Only summoners, apprentice summoners, and their guardians can enter here. It's a tradition, very important. So what about you? Me? I'm a guardian. A guardian? Whoa! Ah! Summoners go on a pilgrimage to pray at every temple in Spira. Guardians protect them. The Guardian's in there now. One of them's got a short fuse, and who knows what the other's thinking. Well, now that we come this far, might as well go all the way. What are you doing here? Didn't think we'd be able to handle it. No, it's just... See, I told you she gets mad easy. Is the summoner all right? Who are you? I've done it. I have become a summoner.
Man, was I surprised. And here I was thinking summoners were all old geezers. So, wir haben jetzt im Tempel gesehen, ein Medium, doch kein alter Opa, sondern ein junges Mädchen. Namen erfahren wir gut in einer guten Minute. Wer die anderen drei sind, ihre Leibgarden. Später wird sie dann noch mehr davon haben. Ja, einige davon werden unsere Charaktere sein. Gut, was heißt einige? Hast du jetzt noch was zu sagen? Das hatte ich an Zufall, Juna kommt ewig, das Medium kommt ewig nicht raus aus der Kammer der Astra, und jetzt auf einmal, wo wir da unten sind, natürlich in dem Moment kommt sie raus. Das ist ein bisschen komisch, aber so eine kleinen Story-Ungenauigkeiten braucht man halt. Oder dumme Zufälle, nennen wir es mal so. Hey, over here! Okay, Mari, was hast du mir zu sagen? Da können wir gar nicht hingehen, okay. What? Ow! Wait till you see this. I can't see anything. Ready? Okay. Na, du greifst da dran vorbei. I had never seen anything like it in my life. Sure, it was a little scary, but still, I could feel a strange kind of gentleness coming from it. So, Wallfahrers oder Whalefall. Unsere erste Bestia. Also Bestia ist das, was in anderen Spielen essbar sind. Oder einfach nur Beschwörung. Guardian Forces, wie auch immer. Hier ist es Bestia. Wir lassen die Namen natürlich immer so, wie wir sie sind. That night, we talked for the first time. I didn't know it then, but after that night, everything changed. For everyone. For me. Let me introduce you to the team. This guy here wants into the tournament so bad, I let him on the team. His memory's a little fuzzy. So... Come on, say hi. Hi guys. So what's our goal? To do our best!
Nope, we got a new goal now. Our new goal is victory! To win every match, defeat every opposing team. To bring the Crystal Cup back to our island. That's all we need to do to win. Easy, huh? Dass sich das Motto so schnell durchsetzt, spricht jetzt entweder gegen die Intelligenz der Spieler oder für die Gruppendynamik. Oder eine Mischung aus beidem. Sure got the boys work. You heathen! Stay away from the summoner! You're a bad man! Lady Una, be careful. But it was really my fault to begin with. I'm Yuna. Thank you so much for your help earlier. Huh? I'm sorry about that. Wasn't I not supposed to... Guess I kinda overreacted. Oh no, I was overconfident. I saw that Aeon thing. That's amazing. Really? Do you think I can become High Summoner? Lady Yuna, come play with me some more. Ja, Tidus, du weißt gar nicht, was hohes Medium bedeutet, aber denkst es. So, tomorrow then. Tomorrow? We're going on the same boat, aren't we? Oh, really? We can talk more. Huh. You can tell me all about Xanarkand. She's cute, yeah? Don't get no ideas. No promises there, big guy. Hey, but what if she, like, comes on to me? That's not going to happen. If you get tired, let me know. I had a bed made for you. Stay away. Das ist auch seine Albtraumstimme. Stay away from the summoner. Stay away from the summoner. Lulu ist gar nicht da. Also Yuna übrigens Hauptcharakterin des zweiten Teils, also von Szene 2, da ist dann 2 Jahre in der Zukunft. Warum sie der Hauptcharakter ist und was sie antreibt, kann ich jetzt nicht verraten, sonst würde ich das Ende des Spiels spoilern. Ja, Waka und Lulu kommen im zweiten Teil auch vor. Nicht in der Hauptrolle, aber in einer nicht unwichtigen Nebenrolle, sagen wir es mal so. Ist gut. Ist schon fast für eine halbe Stunde rum und eigentlich haben wir noch gar nichts geschafft. Haben die gar keine Decken? Schon wieder eine Traumsequenz, sehr oft verwendet in Rollenspielen, ein gutes Element. Manchmal aber zu inflationär verwendet. Aber hier ist es noch in Ordnung. Where? Everyone will find us if it doesn't come soon. You really sure this is okay? Would you take me to Xanarkand? Hey! You said you'd go with me! Oh, hey, I thought Waka told you not to get any ideas. He did? Yeah, so you're coming with me.
Hey, stop dreaming! You with a woman? You can't even catch a ball! Oh, what's the matter? Gonna cry again? Cry, cry. That's the only thing you're good for. You. Huh? What'd you say? You have to speak loudly. I hate you! Huh? That's the spirit. You can do it. I hate you! He's dead, okay? Dead. He does look a lot like Chapu. I was surprised too, the first time I saw him. But no matter what he looks like, he isn't Chapu. You shouldn't have brought him here in the first place. Yeah, but he needed our help. Excuses again? Yeah, but... That's it. No more. Enough, Waka. Krach unter Eheleuten. Scary. So, who's Chapu? My little brother, Chapu. He looked like you. He's dead? He was with the Crusaders when they fought Sin last year. He didn't make it. I first heard on the day of the tournament. Oh, so that's why. I became a guardian to fight Sin, yeah? Revenge, then? That was the idea. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well, after the next tournament, I'll be a guardian full-time. I know it kinda looks like I'm using you, but I'm not. Don't worry. I mean, I owe you a lot. You really helped me out, you know? What I mean is... Thanks, Waka. Stop. You're embarrassing me. Sehr wichtige Szenen, sehr wichtige Charaktere lernen wir kennen, Grundzüge der Charaktere, wie sie zusammenhängen, was sie antreibt. Es tut mir leid, dass mich das jetzt nicht so vom Hocker reißt oder emotional berührt wie früher. Also als ich das erste Mal gespielt habe, hat einen das natürlich extrem berührt und ja, die Hintergründe haben einen erfreut, sie kennenzulernen oder beziehungsweise bedrückt, je nachdem, um was es ging. Aber das kenne ich jetzt mittlerweile, ich spiele es ungefähr zum 4. oder 5. Mal jetzt. Und jetzt sogar weiß ich, wem was passiert ist und bin jetzt nicht mehr emotional berührt. Es gibt ein paar Szenen, die reißen mich immer noch emotional vom Hocker. Bald kommt noch eine Szene im nächsten Part oder im übernächsten Part, die ist auch ziemlich bekannt. Und wer es zum ersten Mal spielt, der ist davon auch immer wieder berührt, wenn... Ne, ich verrate jetzt nicht, was dann passiert. Es ist im nächsten Dorf. Hey, sleepyhead. Something I want to give you. Whoa! You're giving this to me? Yeah, use it well. That's the sword you gave Chapu. Well, he never used it. Where's Yuna? We're taking the same boat as Yuna, right? Why do we gotta wait here? Yuna came to this village 10 years ago, when the last calm started. The calm? Since then, she's been like a little sister to me and Lulu. But she had the talent. She became an apprentice. Now, today, she leaves as a summoner.
This is our journey. We should leave together. You really don't need all that luggage. They're not really my things. They're gifts for the temples we're to visit. This isn't a vacation, Yuna. I guess you're right. Packt und jetzt bleibt es doch hier. Okay, off we go. Oh, wir haben mehr Charaktere. Aus 2 macht 4. Bevor es jetzt weitergeht, muss ich sagen, wir müssen auf jeden Fall zurück. Denn wenn wir jetzt eine Sache vergessen, also was hier mit der Ausrüstung zu tun hat und wofür das Ganze gut ist, dazu kommen wir noch. Also das verrate ich jetzt noch nicht. Und wie man hier die ganzen Waffen aufrüstet. Also der Weisenring ist übrigens das, was wir wundern. Wie wir die ganzen Waffen jetzt aufrüsten, das erklären wir dann, wenn es soweit ist. Wir haben jetzt noch keine weiteren Waffen. So, wir müssen jetzt nämlich mit dem Hund sprechen, damit wir, weil Fares ist unser Bestia, damit wir da die zweite Ekstase gleich bekommen. Und ansonsten, wenn wir das nächste Mal so weit sind, dass wir hier hin können, müssen wir davor eine schwarze Bestia besiegen. Und darauf habe ich keine Lust. Beziehungsweise das ist unnötig am Anfang, da können wir uns das doch gleich mitnehmen. So, Cursor Standard. Hier müssen wir erstmal auf kurze Vibration können wir einschalten, aber Bestia machen wir immer nur die kurze Sequenz. Strahl gelernt durch etwas vollgesabbertes. Jetzt könnten wir uns übrigens, wenn wir den Weisenstab nicht geholt hätten, könnten wir ihn uns jetzt nochmal holen, bevor wir das nächste Mal dann die schwarze Bestia besiegen müssen. Aber wir haben den Weisenstab schon. Das heißt, wir müssen in diesen Tempel nicht mehr. Und allgemein müssen wir eigentlich gar nicht mehr nach Besaid zurück, wenn wir hier soweit sind. Speichern wir nochmal. Ich überlege, wann wir das nächste Mal speichern können. Wahrscheinlich am Strand. Ja, dann können wir noch ein bisschen machen. Das in einer Viertelstunde. In einer Viertelstunde müssten wir am Strand sein. Auch wenn die Tutorials, die jetzt kommen, noch ein bisschen dauern können, aber in einer Viertelstunde müssten wir das schaffen. Speichern ist trotzdem wichtig, nicht, dass uns der nächste Boss ein bisschen Probleme bereitet. Das sind alles getriggerte Kämpfer, also die kann ich nicht ausweichen. Here comes one now. Hey, why don't you try out? No. Not too shabby. Might make a good guardian someday. Also das war jetzt ein flinker Gegner, gegen die ist Tilos im Vorteil. Andere normale Schwertkämpfer wie Orin würden die verfehlen. Das ist ein fliegender Gegner, die ist wacker. Im Vorteil, die trifft Titus relativ selten und die anderen Schwertkämpfer, dafür sind sie gegen Zauber und gegen Fernangriffe empfindlich. Geschick, ich glaube, das ist Geschwindigkeit, aber ich bin mir da auch gerade nicht sicher. Also die Kämpfe, die ja kommen, den kann ich eh nicht ausweichen. Die stehen fest. Wann sie wo auftreten. Also wann sie genau auftreten, weiß ich nicht, ob das feststeht, aber steht fest, dass sie kommen, bis wir am Strand sind. Genau, das sind Puddinge.
Only magic can beat that thing. If you can't beat him down... Magic? Let's have our black... Lou, you're up. Clueless, aren't you? Na, eine Besonderheit in diesem Final Fantasy hier ist, Eis und Wasser ist hier extra getrennt. In anderen Sprüchen gibt es ja immer Eis, Eisra, Eisgar und halt einen Aquaspruch. Hier gibt's 4 Elemente, also Hitze, Kälte, Strom und Nässe. Hitze stark gegen Kälte, Kälte stark gegen Hitze, also... Genau, Wasser und Blitz. Lightning and water are opposed. This one here is a water fiend. Das ist ein Nässemonster, den setzen wir natürlich Blitz ein. Take your time. Let's get going, man. We're gonna wait. Huh? Are you ready? Ja, Tidus Juna bestimmt hier, wo es lang geht und nicht du. What's? Feministisch geprägte Welt. Vor allem, wenn man das zweite Spiel sieht. So, mal speichern. It's an ancient custom. Chappu didn't pray that day. Wir werden mal beten. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, wenn wir es nicht tun. Wir machen es jetzt einfach mal. That should do it. Die Musik ist richtig schön chillig. Die gechillteste Musik kommt dann im Illuminum. Jetzt gehen wir übrigens geradeaus weiter. Links abbiegen, das war der Weg, den wir das letzte Mal gekommen sind, wo wir durchs Wasser gegangen sind oder durchs Wasser geschwommen sind. Der Weg steht jetzt nicht zur Verfügung. Wir haben schließlich die nicht wasserfeste Yuna und Lulu dabei. Wir gehen jetzt den Ruinenpfad lang. Da oben ist auch nochmal ein Speicherpunkt. Das ist dann, wenn wir hier später... Das erste und einzige Mal, dass Kimahri so wahnsinnig dargestellt wird. Vernichtend ist immer gut, da gibt es doppelte Belohnung. That's enough. What's with... Himari Ronso, of the Ronso tribe. He's... That's not... He's another Yuna's guardians. Huh? Sometimes we don't understand him either. Kimahri doesn't talk much anyway. But he has protected me since I was a child. Kimahri ist cool. Das steht fest.
Neue Rüstung. Die ganzen Speicherpunkte hier, die können wir alle nicht. Okay, man gehört noch nicht zum Team, aber bald. Da kommen auch noch ein paar Tutorials. Ich hätte Tivus vielleicht mal heilen sollen. A flyer! That's your department! True. Why don't we let our summoner show us? Genau, Battle 1 muss man wechseln. Jeder Charakter, der im Zug mindestens eine Runde gemacht hat, kriegt noch Erfahrungspunkte. Show us what your trick. Okay. Ja, also hier kämpfen Bestia nicht nur eine Runde und machen ihren Angriff, sondern man holt sie richtig in den Kampf. Sie kämpfen so lange, wie sie aktiv sind, bis sie sterben, beziehungsweise wieder zurückgerufen werden. Sie haben Eigenschaften wie harte Tour und sanfte Tour. Bei sanfter Tour machen sie weniger Schaden, aber teilen auch weniger aus. Das ist wie in früheren Spielen die hintere Reihe. Und harte Tour ist vordere Reihe. Mehr Schaden und dann teilt man aus und steckt man ein. Die Bestias kennen auch Ekstasen. Normalen Angriff, Elementmagie und so einen Zwischenangriff wie Schallschwinge. Der in dem Fall Verzögerung. Also Retard. Gucken wir nochmal, welche Magie wirklich gut wirkt. Jetzt kriegen wir ja die Ekstase noch voll. Jetzt, wo der fast tot ist, setzen wir die aber nicht mehr ein. Heben wir uns mal auf für den späteren Bosskampf. Bye bye. Neue Ausrüstung bekommen. Später wird es so sein, wenn ich dann alle Charaktere habe, wird Yuna meistens nicht anfangen, sondern eingewechselt, außer ich brauche die Bestia für einen Spezialmove. Ansonsten wird sie meistens eingewechselt, um als Heil, weil Yuna als Weißmagierin Heilmagie und damit sie dann als Heilmagierin direkt für Heilung sorgen kann. Ja, die Technik haben wir ja schon mal eingesetzt. Wir gehen das jetzt blind. Wird also so schnell nicht mehr treffen. Genau. Sie macht zwar keinen Schaden, aber damit sie die Erfahrungspunkte kriegt.
sieht, wir sehen nicht mehr, wie viel AP der Gegner noch hat. Das heißt, Yuna muss eine bestimmte Fähigkeit haben, sowas wie Analyse. Ich weiß doch gar nicht mehr, unter welcher Bedingung hier zum Beispiel sowas wie Blitzgar auf alle geht oder Blitz. Da weiß ich gerade gar nicht die Grundvoraussetzungen. So, Blindschild, das sah aus wie für Wacker. Nein. Jetzt müsste das Tutorial, also es kommen gleich noch 2 Kämpfe und dann ist das Tutorial vorbei. Beziehungsweise hier werden wir wahrscheinlich auch alleine mal kämpfen. Jetzt werden wir getestet, ob wir geguckt haben, wer gegen wen im Vorteil ist. Tidus gegen ihn. Wacker gegen ihn. Genau. Und sie gegen ihn. Wenn man das in der richtigen Reihenfolge macht, kommt der Gegner nicht zum Zug. Dazu bekommt Yuna natürlich keine Erfahrungspunkte. Ist aber nicht so schlimm. Wenn wir jetzt das nicht Standard-Sphärobrett, sondern das Profi-Sphärobrett genommen hätten, hätten wir jeweils einen Level 4 Sphärostopp um uns herum gehabt. Das bedeutet, wir würden am Anfang gar nichts lernen können. Das wäre ziemlich schlecht. Ist demzufolge auch eine schwierigere Möglichkeit im Spiel. Also sozusagen die Schwierigkeitsvariation. So, und Tschüss haben wir gelernt. Aus früheren Spielen bekannt, automatisches Clean. Hier gibt es übrigens nicht die Option L1 und R1 zu drücken, um wegzurennen. Hier müssen wir die Option Fliehen so wählen. Ach, hier kommt noch ein Gebiet. Okay. Hier sind wir das letzte Mal hergekommen und konnten nicht weiter. Hier ging es zum Strand. Auf der anderen Seite hat Wacker uns ins Wasser geschubst. Achso, also aufs Schiff gehen wir jetzt nicht, das machen wir in der nächsten Folge. Dann schauen wir mal, wo es uns hin verschlägt, was so passiert. Im nächsten Gebiet ist eine Stelle, da werden wir vielleicht nächste Folge noch nicht, übernächste Folge eine halbe Trainingsfolge einschieben. Und also ich habe das Spiel mir so in Abschnitte schon gegliedert. Es wird jetzt im nächsten Gebiet eine halbe Trainingsfolge geben, dann denke ich mal in der Minenstraße noch eine halbe Trainingsfolge und dann eine ganze Trainingsfolge im Fungus-Pass vor einem bestimmten Bosskampf, wo für mich dann ein Kapitel des Spiels endet. Weil dieser Bosskampf, eigentlich ist er nicht schwer, aber ich finde ihn wirklich ziemlich böse. Auch den zweiten Teil, der ist dann nicht mehr so schwer, aber der ist auch nicht gerade leicht. Da werden wir auf jeden Fall eine Trainingsphase vorher einschieben, da haben wir dann auch noch mehr Charaktere. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir auf dem Schiff weitermachen. Tschüss.